Heute geht es um ein Thema, das für unsere Lebensqualität sehr, sehr wichtig ist. Und das ist unser Selbstbewusstsein. Und das Selbstbewusstsein scheint manchmal irgendwie durch Mythen umwogen zu sein, sodass man gar nicht verstehen kann, was ist das eigentlich und wie gewinne ich es? Und gleichzeitig ist es etwas, was besonders die Menschen, die das Gefühl haben, mein Selbstbewusstsein ist noch nicht so stark. Wir verlangen nach diesem Thema. Wir wollen ein starkes Selbstbewusstsein haben. Und eine der Ursachen dafür, einmal, dass wir ein schwaches Selbstbewusstsein haben und es gleichzeitig auch nicht aufbauen können, ist, dass wir uns Menschen anschauen, die in unseren Augen ein starkes Selbstbewusstsein haben. Und wir bewundern sie und denken, oh, wie schön wäre das, wenn ich auch so wäre. So wie diese Menschen, so frei, so offen. Und wir träumen von diesem Selbstbewusstsein, das andere Menschen haben und verstehen nicht, dass das, was andere Menschen haben, oft gar kein Selbstbewusstsein ist. Und verwechseln ein bisschen Selbstsicherheit mit Selbstbewusstsein. Es sind aber völlig unterschiedliche Sachen. Denn ein Mensch, der selbstsicher ist, kann gleichzeitig völlig selbstunbewusst sein. Sondern er hat dann so ein Panzerbewusstsein und fährt einfach durch die Welt wie so ein Panzer. Unabhängig, was da mit anderen Menschen passiert, hinterlässt verbrannte Erde und lebt seine Impulse einfach nach außen aus. Ohne dass er sich auch viel darüber Gedanken macht. Bin ich jetzt selbstbewusst oder bin ich nicht selbstbewusst? Wer bin ich denn eigentlich? Was sind denn meine Werte? Wieso tue ich das, was ich tue? Das fragt er sich einfach gar nicht. Er ist wie so ein kleines Kind. Wenn du dir einen Zweijährigen anschaust, der mit seiner Mama einkaufen geht und dann sitzt das kleine Kind da in dem Einkaufswagen und die Mama schiebt es dann an der Kasse vorbei und da sieht irgendwie was Süßes, peck, schon geschnappt. Wenn die Mama das wegnehmen will, oh, das Kind beginnt zu schreien, verteidigt um jeden Preis diese Süßigkeit, die es jetzt geschnappt hat und tut das mit einer unglaublichen Überzeugung, mit einer Selbstsicherheit, mit Offenheit. Und dabei ist das Kind völlig unbewusst. Es macht sich keine Gedanken darüber, was sind denn meine Werte, was werden andere dazu sagen? Wie geht es jetzt meiner Mama? Welche Wirkung hat mein Handeln? Diese Fragen stellt sich das Kind gar nicht. Und die meisten Menschen, die sind zwar erwachsen geworden, aber aus der Perspektive des Selbstbewusstseins sind sie völlig unbewusst. Sie leben in ihrem Panzer und folgen einfach nur ihren Impulsen. Und sie wirken deshalb selbstsicher, weil sie unbewusst sind. Und die Menschen, die sich da anfangen, Gedanken zu machen, ja, wer bin ich denn? Was sind meine Werte? Was werden andere dazu sagen? Komme ich denn blöd rüber, wenn ich das sage und dies sage? Diese Menschen sind im Grunde genommen schon eine Stufe weiter als die selbstsicheren, diese Panzerbewusstsein-Menschen. Denn diese Menschen haben schon verstanden, dass sie einfach sich im Leben irgendwie nicht wirklich einordnen können, dass sie nicht genau wissen, wer sie sind, dass sie nicht genau wissen, was sind unsere Werte. Aber weil sie es nicht wissen, blockiert er sie. Ich kann dir etwas sagen, was blöd ist. Und sie beginnen, so eine ideale Wahrheit zu suchen. Und Menschen, die sich mit Selbstbewusstsein zum Beispiel beschäftigen, sie haben so eine Vorstellung, was das ideale Selbstbewusstsein ist. Und die entscheidende Wahrheit ist, dass es dieses ideale Selbstbewusstsein gar nicht gibt. Es gibt einfach nicht die Wahrheit, die du für dich finden kannst und dann kannst du aus der Perspektive dieser idealen, perfekten Wahrheitserkenntnis selbstsicher handeln, weil du das Richtige tust. So etwas gibt es nicht. Und zwar nicht nur bei dir, sondern bei gar keinen Menschen. Es gibt ja diesen Spruch da. Es gibt meine Wahrheit, es gibt deine Wahrheit und es gibt die Wahrheit. Und genau darauf kommt es im Leben an. Die Wahrheit, die gibt es nicht. Weder über das Leben, noch über dich selbst. Es gibt sie einfach nicht. Es gibt keine Person, die genau weiß, da sind meine Werte. Das ist mein Warum. Alles das gibt es nur am Schreibtisch. In der Praxis gibt es sowas nicht. Und das ist eine Erkenntnis, die in meinem Leben wahrscheinlich mein Selbstbewusstsein am aller stärksten gesteigert hat. Als ich für mich begriff, ich versuche Dinge wirklich zu verstehen. Ich versuche zu begreifen, was ist richtig. Wie handle ich, damit ich niemanden verletze? Wie gehe ich den idealen Weg sozusagen im Leben
Und die Suche nach diesem idealen Weg, sie blockiert mich. Und ich verstehe ganz viele Dinge nicht. Und dann habe ich gemerkt, Mist, ich verstehe viele Dinge nicht. Und die anderen Menschen, sie tun so, als ob sie verstehen. Sie benutzen Begriffe mit so einer Selbstsicherheit. Begriffe wie zum Beispiel das Selbstbewusstsein. Dabei verstehen sie diese Begriffe ja auch nicht. So genauso wenig und vielleicht noch weniger als ich. Der entscheidende Unterschied ist, diesen Menschen ist es nicht bewusst, dass sie es nicht checken. Mir ist es bewusst und dieses Verständnis dafür, dass ich es nicht weiß, blockiert mich. Also, es macht einfach keinen Sinn, nach idealen Zuständen zu suchen. Akzeptiere diese einfache Wahrheit. Es gibt nicht die Wahrheit über dich, es gibt nicht dieses ideale Verständnis und es gibt nicht dieses vollkommene Selbstbewusstsein, sondern es gibt einfach nur das Leben. Und das Leben funktioniert mehr wie ein Spiel als wie das große Leben, in dem man Fehler machen kann, in dem es die Wahrheit gibt. Nein, so etwas gibt es nicht. Es ist wie ein Spiel. Und du gehst da rein in eine Situation und dann nimmst du eine Position ein, vertrittst eine Meinung. Und das ist die Position, die Meinung, die du aktuell vertreten kannst, aus dem, was du weißt, aus dem, was du kannst. Und das ist voll in Ordnung. Das ist deine ideale Position. Das ist dein perfektes Selbstbewusstsein. Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern sich auch einzugestehen, was weiß ich nicht, was verstehe ich nicht, was kann ich nicht. Es geht nicht nur darum, ich weiß es, ich kann es, ich verstehe es. Und du siehst das bei den Menschen, die, sage ich mal, im positiven Sinne ein starkes Selbstbewusstsein haben. Du siehst, dass diese Menschen das Spiel verstanden haben. Sie haben das Spielleben verstanden. Sie haben keine Angst, sich einzugestehen, ey, ich verstehe das gerade nicht. Und auch wenn andere meinen, dass diese Menschen das gerade verstehen müssen. Und ich denke mal, jeder kennt diese Situationen. Du bist in einem Gespräch und dann kommt irgend so ein Begriff von irgendjemandem, der klingt so schlau. Und gleichzeitig klingt er aber auch so selbstverständlich, als ob jeder ihn verstehen muss und du checkst ihn nicht. Und dann denkst du dir, wenn ich jetzt sage, erklär mir diesen Begriff, dann hat man so ein bisschen Angst, komisch und blöd zu sein. Und tatsächlich ist es komisch und blöd, das nicht zu sagen. Denn wenn es diese ideale Wahrheit nicht gibt und diesen Menschen, der alles kennt, dann ist es ja voll in Ordnung, Dinge nicht zu wissen, nicht zu verstehen, nicht zu können. Und es ist im Grunde genommen deine Pflicht, zu fragen, ja, erklär mir das wie einem Blödmann, der es nicht versteht, weil du bist ja auch ein Blödmann und ich bin ein Blödmann. Wir sind alle Menschen, die viele Dinge nicht checken. In den meisten Dingen haben wir keine Ahnung und das ist eine Tatsache. Und das ist keine Schande. Schande ist es davor zu fliehen, so zu tun, als ob wir voll schlau, voll gescheit, voll weise wären. Das ist das, was uns letztendlich belastet und unser Selbstbewusstsein niedermacht. Deshalb lass dich auf das Leben ein. Versuch nicht, es perfekt zu machen, ideal zu machen. Geh in das Spiel rein, nimm deine Position ein, vertritt das, was du gerade für richtig hältst, für ideal hältst, ohne dass du davon ausgehst, dass es richtig und ideal ist, sondern es ist einfach das, was dich gerade ausmacht. Und das ist eigentlich das Selbstbewusstsein. Du bist dir nicht nur dessen bewusst, was du kannst und weißt, sondern auch dessen, dass du praktisch nichts weißt und nichts kannst. Und aus dieser Perspektive gehst du in das Leben rein und erlaubst dir einfach zu leben. Einfach zu lieben und einfach zu sein, so wie du bist. Bis zum nächsten Mal.